Das ist hier mein Lieblingsklo in der Schule gewesen. Oh mein Gott, ich habe das letztes Jahr geduscht. Und ich komme das letzte Mal zu spät. Guten Morgen, Leute. Willkommen zum letzten Tag an der Schule ever. Heute ist einfach mein allerletzter Schultag, Leute. Aber erstmal hallo und willkommen zum Video. Ich bin gerade aufgewacht. Ich mache jetzt eben meine Haare noch auf. Ich hoffe, die sind schön geworden. Für meinen letzten Schultag. Es ist einfach auch das letzte Mal in meinem Leben, dass ich zur Schule früh aufstehen muss. Ich muss danach jetzt erstmal nicht mal einen Wecker stellen. Das ist so toll. Uiuiui, Mozart ist auferwacht. Oh mein Gott, ich kann es nicht glauben, dass heute mein allerletzter Schultag in meinem Leben ist. Es fühlt sich an, als hätte ich letzte Woche das erster Schultag-Video gefilmt. Und jetzt ist einfach schon der allerletzte Schultag. Ich kann das auch noch gar nicht richtig realisieren. Also heute ist Dienstag und morgen haben wir frei. Und am Donnerstag haben wir dann noch unser Halbjahreszeugnis, kriegen wir dann noch. Wo wir nur so verabschiedet werden. Und ich finde das einfach richtig crazy. Also ich weiß nicht, wie ich froh darüber sein soll, dass ich nie wieder in die Schule gehen muss. Aber ich bin irgendwie auch traurig, weil ich habe meine Freunde ja jeden Tag gesehen. Jetzt sehe ich sie halt nicht mehr jeden Tag. Aber ja, heute haben wir nochmal Normalunterricht. Aber ich muss erstmal aufstehen, mich fertig machen, damit ich nicht zu spät komme. Aber eigentlich müsste ich am letzten Schultag nochmal zu spät kommen. Einfach aus Tradition. Scheint. Das ist schon mal bessere Motivation für den letzten Schultag. Ich würde sagen, wir machen jetzt schnell mein Bett und danach muss ich mal mein Gesicht waschen und meine Skincare machen. Perfekt. Ich mache meine Haare meistens immer schon direkt nach dem Aufstehen auf, damit die sich ein bisschen aushängen. Weil ich mag das dann lieber, wenn die nicht so ganz doll gelockt sind. Aber heute haben sie sich echt stark gewellt. Ich benutze im Moment immer dieses Road Glazing Milk unter mein Make-up. Also ich mache da keinen Primer, sondern ich mache mal das. Und darüber mache ich dann noch dieses andere von Road. Und ich dachte erst, dass so Road nur so gehypt wird, so auf TikTok und so. Ich habe es mal ausprobiert und ich finde das echt gut. Also ich mache auch immer das hier in den Hals, damit ich gleich meine Gua Sha Routine machen kann. Ich habe nämlich jetzt so ein paar Monaten meinen Gua Sha wieder benutzt. Ich finde, das bringt schon was. Und wer schneidet seine Produkte, wenn die leer sind, auch immer auf? Da ist noch so viel Zeug drin und dann muss ich es nicht neu bestellen. Das ist mein Trick 17. Wir nehmen jetzt meinen Make-up-Bügel hier mit zum Schminktisch. Und dann mache ich schon mal mein Make-up vom Frühstück, weil ich habe Angst, dass ich sonst wirklich zu spät bin. So, ich mache jetzt gerade was Foundation drauf, weil für den letzten Schultag wollen wir doch nochmal schön aussehen. Es wird so komisch sein, heute einfach alles so zum letzten Mal in der Schule zu machen. Also ich realisiere das noch absolut gar nicht. Ich glaube, ich werde es auch irgendwie nächste Woche nicht realisieren oder so. Also ich habe ja jetzt auch noch nicht richtig Schulschluss. Also ich muss trotzdem noch lernen, weil wir noch die mündlichen Prüfungen haben. Nächste Woche? Ist es schon nächste Woche?
nächste Woche in Barcelona. Und viele haben mich auch gefragt, warum meine mündlichen Prüfungen überhaupt in Barcelona stattfinden. Und ich check, warum ihr verwirrt seid. Also das ist, weil unsere Schule hier auf Mallorca, die hat eine Partnerschule. Und das ist irgendwie so die Hauptschule in Barcelona. Und da sind halt auch so die ganzen Lehrer. Und deswegen müssen wir halt die Präsentation da machen und die mündliche Prüfung. Ja, auf jeden Fall bekommen wir dann am Donnerstag, wenn wir unser Zeugnis kriegen, auch die genauen Termine, wann wir unsere Prüfungen haben in Barcelona. Weil wir müssen eigentlich die ganze Woche da sein, weil an dem Freitag nächste Woche kriegen wir dann unseren Abi-Schnitt und wir kriegen auch die Noten gesagt von unseren schriftlichen Prüfungen, die wir ja schon im März hatten. Und ich kann mich da wirklich fast gar nicht mehr dran erinnern. Und in Englisch hatte ich mir voll das schlechte Gefühl wegen diesem Listening. Deswegen habe ich da echt ein bisschen Angst. Ich hoffe, ich muss auf jeden Fall nicht in die Nachprüfung. Das ist schon mal die Hauptsache, wäre das. Weil da habe ich wirklich gar keine Lust drauf. So, bin ich braun genug. Mir ist gerade auch aufgefallen, dass ich ja dann auch einfach ab heute nie wieder OneNote benutzen muss. Ich muss nie wieder Hausaufgaben machen. Mein iPad wird so viel Speicherplatz haben, weil ich die ganzen Apps, die ich für die Schule brauche, dann löschen kann. Ich hasse OneNote. Das ist wirklich keine gute App. Ab da wird nur noch GoodNotes benutzt. Also mich haben auch viele gefragt von euch, auch auf Instagram immer, was ich denn nach der Schule machen möchte. Und ich habe ja schon öfter gesagt, dass ich erstmal Pause brauche. Und das meine ich auch so. Ich brauche wirklich Pause. Vor allem, ich habe so viel gelernt jetzt im Moment. Ich hatte ja jetzt noch vor den mündlichen Prüfungen, die ich nächste Woche habe, hatte ich ja jetzt noch die ganzen Klausuren. Und die Klausurenphase ist gefühlt erst letzte Woche zu Ende gegangen. Ich glaube, ich muss mich in so ein Spa-Hotel einliefern lassen. Nächste Woche wird halt auch nochmal so anstrengend, vor allem, weil ich ja nicht so in der gewohnten Umgebung dann bin und da meine Prüfungen machen muss. Das ist auch irgendwie voll gruselig dann, also nicht gruselig, aber irgendwie ein bisschen macht mich das nervöser als halt hier so auf Mallorca, dass ich dann da in Barcelona bin mit so Lehrern, die ich auch nicht kenne. Aber ist auch ein kleiner Trip nach Barcelona, ist ja auch mal schön. Also man fliegt nur eine halbe Stunde von hier nach Barcelona übrigens. Deswegen, das wird schon alles gehen. Ich krieg das schon hin. Das sage ich mir seit so einer Woche. Mami, das wird schon, du kriegst das schon hin. Ich hätte irgendwie ein bisschen traurig sein, dann irgendwie nicht mehr in das Schulgebäude zu gehen, weil wirklich, man muss sich ja vorstellen, die Schule ist immer wie so ein zweites Zuhause gewesen. Also unfreiwilliges zweites Zuhause. Aber man war da ja schon so fast jeden Tag. Ich glaube, ich werde es auch richtig vermissen, meine Freunde dann nicht mehr zu sehen. Vor allem so Matthäa und Cheyenne, wir sitzen dann auch in der Schule direkt nebeneinander und nach jedem Wochenende, wir haben erstmal so Gossip-Session gemacht. Also wenn es einen Award geben würde für die Personen, die am meisten geredet haben im Unterricht, dann wären das Matthäa, Cheyenne und ich. Wir haben wirklich sehr viel im Unterricht gequatscht. Aber wir haben auch aufgepasst. Die Lehrer sagen immer, wir sind sehr multitaskingfähig. Wir konnten immer gut aufpassen, haben uns gemeldet und konnten dann zwischendurch reden. Ich sehe nur heute leider nicht meine ganze Klasse nochmal, weil wir diese Aufteilung haben mit den mündlichen Fächern. Also manche haben ja irgendwie, keine Ahnung, mündlich Erdkunde und die haben dann halt nur mit der Erdkundelehrerin Unterricht und wir haben nur mit der Kunstlehrerin Unterricht. Deswegen sehe ich halt gar nicht mehr alle. Das wird voll komisch sein. Das letzte Mal mit der Klasse richtig im Klassenraum Unterricht zu machen, aber dann gar nicht mit allen. Und dann sehen wir uns ja auch alle fast nie wieder. Also ich hoffe, ich sehe meine Freunde wieder. Aber wisst ihr, was ich meine? So nach dem Unterricht oder so nach Schulschluss, nach der Abi-Feier, gehen so alle so verschiedene Wege, vor allem hier auf Mallorca irgendwie. Und dann wird es voll komisch sein, wenn halt nicht mehr jeder so hier ist, glaube ich. Ich hoffe, es wird so ein paar geben aus meiner Klasse, die auch so Gap Year machen wie ich und einfach gar nichts machen, dass wir zusammen nichts machen können. Ich weiß ja noch gar nicht, was ich jetzt anziehen soll. Ich dachte eigentlich, ich suche mir so ein richtig schönes Outfit raus für den letzten Schultag, aber es ist wirklich ein bisschen kalt heute. Für alle, die jetzt schon Abitur gemacht haben, vielleicht letztes Jahr oder so, schreibt mal bitte in die Kommentare, wann ihr richtig realisiert habt, dass ihr jetzt gar keine Schule mehr habt. Weil ich glaube, ich werde so oft einfach morgens aufwachen und dann denken, oh, ab geht's in die Schule und dann mich voll beeilen und dann merke ich habe hier gar keine Schule mehr. Ich muss auf jeden Fall dann denken, meinen Wecker jetzt auszustellen ab morgen, damit ich nicht aus Versehen um 6:45 hier geweckt werde, weil so geht's nicht. Das nutze ich jetzt erstmal richtig aus, dass ich dann ausschlafen kann. Ich denke, ich werde auch einfach in Langeweile verfallen, weil ihr müsst euch vorstellen, ich mache jetzt so viele Sachen immer am Tag, also ich filme ja auch für YouTube zum Beispiel oder ich mache halt so meine Instagram-Sachen und gleichzeitig mache ich ja noch die Schulsachen und dann ist eigentlich mein Tag immer schon so ziemlich voll mit allem und dann, wenn halt so die Schule komplett wegfällt, dann werde ich doch safe richtig Langeweile haben. Das wird richtig komisch sein, einfach das machen zu können, worauf man Lust hat. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt auch nochmal richtig Angst vor den mündlichen Prüfungen. Ich fand das damals in der 10. schon so schlimm. Da hatte ich auch eine mündliche Prüfung. Da hatte ich zwar eine 1 drin, also die Nervosität war wirklich unnötig. Aber ich finde das irgendwie trotzdem blöd. Dann sitze ich da so und bin so, hallo, heute stelle ich euch jetzt mal eine Kurzanalyse vor und muss es dann halt so vortragen. Und ich finde, bei schriftlich ist es nicht so schlimm. Wenn man verkackt hat, dann sehen das die Lehrer erst später und man sieht sie nicht dabei,
wie sie das angucken, weil man verkackt hat. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen irgendwie, ich kann ja gut vor Leuten reden und mir fällt auch bestimmt irgendwas ein, was ich sagen kann. Aber trotzdem bin ich dafür immer mehr nervös als vor schriftlichen Prüfungen. Ich habe ganz vergessen, meine Augenbrauen zu machen. So geht's ja nicht. Ich weiß gar nicht, soll ich heute nochmal Porridge frühstücken und mal was anderes machen? Dem letzten Schultag zur Ehre mal was anderes? Wisst ihr, was mich aber irgendwie glücklich macht oder beruhigt, ist, dass wir wenigstens noch so eine Abi-Feier haben. Also wir machen auch die Abi-Feier in so einem Beachclub. Wir haben das schon halt so alles organisiert und so. Und die Lehrer kommen auch und ich glaube, es wird richtig cool. Also darauf freue ich mich total, dass wir dann halt nochmal so eine Feier haben mit allen zusammen. Ich glaube, für uns hier auf YouTube wird es auch eine Umstellung, wenn wir jetzt gar keine so School-Vlogs mehr haben. Also ich habe schon überlegt, ob ich für euch studieren gehe, damit ich den Schulcontent weitermachen kann. Weil irgendwie, ich liebe es voll so, ja, mit euch so Get Ready With Me's zu machen und so. Und dann mache ich bald so Get Ready With Me, um gar nichts zu machen. Also für mich ist das ja schön, aber ich will auch, dass ihr irgendwas Spannendes seht, Leute. Falls ihr Ideen habt, was ich studieren kann, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Aber ich mache auch noch Führerschein nach der Schule. Das wird dann auch nochmal lustig. Mit meiner kleinen Links-Rechts-Schwäche und so. Ich glaube, das wird sehr unterhaltsam für den Fahrlehrer, den ich bekommen werde. Ich glaube, er weiß noch nicht, worauf er sich einlässt. Ich mache den Führerschein ja auch hier in Mallorca. Auf Mallorca. Nicht, dass ich hier wieder böse Kommentare kriege, dass ich es falsch gesagt habe. Dann mache ich, glaube ich, halt auch so die praktischen Fahrstunden auf Spanisch. En Español. Aber links und rechts kann ich auch auf Deutsch nicht. Also macht das Spanische auch keinen Unterschied mehr. Okay, wir sind ready. Ich glaube, das wird reichen für den letzten Schultag beim Make-up. Und jetzt gehen wir runter und suchen mir was zum Frühstücken. Gleich machen wir heute Matcha für die Schule. Im Moment mag ich irgendwie Matcha lieber als Kaffee, Leute. Das werde ich auch vermissen, mein Matcha morgens in der Schule zu trinken. Okay, weil ich halt extra früh aufgestanden bin für das Video hier, habe ich jetzt sogar noch ein bisschen Zeit. Und deswegen mache ich mir jetzt, glaube ich, einfach ein Rührei mit Brötchen. Ich habe nämlich gerade schon den Airfryer angeschmissen. Das ist auch das Geräusch im Hintergrund. Cottage Cheese machen wir auch natürlich, Leute. Eine kleine Rührei-Explosion hat auf meinem Teller stattgefunden. So, wir sind back im Zimmer und ich muss jetzt mein Outfit raussuchen. Ich habe nur noch so 20 Minuten Zeit. Auf jeden Fall, ich habe irgendwo schon so ein T-Shirt rausgelegt, was ich anziehen wollte. Also, was ich überlegt hatte, ich glaube, es ist hier, ja. Ich habe nämlich hier so ein Shirt, das sieht eigentlich ganz süß aus. Das hat halt so 2 Lagen, also es ist so weiß und dunkelblau. Das ist so ein Pull&Bear. Und dann dachte ich, weil das halt so ein bisschen Streberhaut aussieht hier mit diesem Kragen, ziehe ich dazu einfach mal eine Jeans an, die so Löcher drin hat. This one. Seht ihr, die hat hier noch so Löcher drin. Okay, ich glaube, das ziehe ich an. Ich muss noch immer eine Kette wechseln, weil ich finde, das Pink passt jetzt nicht so gut zu dem Blau. Ich trage im Moment immer so viel Goldschmuck. Ich muss aber meine silbernen Ketten noch wieder raussuchen. Aber ich glaube, ich ziehe heute hier die an. Ich habe auch so einen kleinen Stein dran. Ich muss noch meine Ohrringe suchen. Das Problem ist, ich ziehe die mitten am Tag einfach immer aus. Ich habe immer ziemlich große Ohrringe an. Und dann habe ich manchmal keine Lust mehr, die in meinem Ohr zu haben. Und dann lege ich die irgendwo hin und in der Küche oder ins Wohnzimmer oder ins Bad. Und dann muss ich die jeden Morgen suchen. Ich sehe gerade, mein Gesicht ist brauner als mein Hals. Ich muss mich dringend wieder tannen, aber durch die Schule hatte ich einfach keine Zeit, mich zu sonnen. Deswegen mache ich da jetzt Bronzer hin. So, jetzt ist angeglichen ans Gesicht. Ich suche noch schnell meine Ohrringe und dann muss ich auch schon los. Ich zeige euch mal kurz das Outfit im Spiegel. Das ist das Outfit of the Day. Finde ich echt cute. Also meine Jeans, die ist von Nelly. Da habe ich die meisten Jeans von mir her. Ich finde, die sind echt bequem und sitzen gut. Und dann hier mein Shirt, habe ich ja schon gesagt, ist von Pull&Bear. Und ich glaube, ich nehme einfach gleich meine normale Schultasche damit. Meine Haare regen mich heute ein bisschen auf, weil die sich so sehr gelockt haben. Aber vielleicht hängt sich das gleich noch in der Schule ein bisschen aus. Sieht ein bisschen crazy aus heute. Habe meine Ohrringe gefunden. Ich musste gerade schnell runterlaufen. Ich war so atmen, ich bin die Treppe hochgerannt. Ich will wirklich pünktlich sein. Leute, ich kann es nicht glauben. Letzter Schultag. Ich bin ein bisschen traurig. Ich gebe es zu. Also ich habe immer gesagt, nein, ich werde nicht traurig sein, wenn ich keine Schule mehr habe. Dann muss ich nicht mehr lernen und so. Und das finde ich auch gut, dass ich nicht mehr lernen muss. Aber es wird traurig sein, nicht mehr meine Freunde zu sehen. Okay, so, jetzt bin ich aber dran. Ich muss euch eigentlich mal ein Bild einblenden vom letzten Schultag und vom ersten Schultag. So wie ich da aussehe, so die Difference. Und ja, ich nehme jetzt hier noch schnell meine Tasche.
Ja, ich brauche halt nur mein iPad. Ich bin ja nicht so lange da. Und dann nehme ich noch eine Reiswaffel mit und meinen Matcha. Ja, vielleicht machen wir mir noch ein Brötchen oder so. Ich muss eigentlich die Reiswaffel-Tradition zu Hause dann weiter beibehalten. Weil jeden Tag um 10:45 Uhr habe ich in der Schule meine Reiswaffel gegessen. Es wird komisch sein, das nicht mehr zu machen. Oh mein Gott, Leute, wir sind jetzt da. Einfach letztes Mal zur Schule fahren. Und letztes Mal in der Kälte morgens hochlaufen. Es ist immer so kalt hier morgens, auch im Sommer. Naja, auf jeden Fall, ich muss jetzt da hochgehen. Das wird so komisch sein. Also ich realisiere das auch so gar nicht, dass wir halt gar keine Schule mehr haben. Ich denke die ganze Zeit, ja, ist halt ein bisschen Ferien und nächste Woche komme ich wieder. Aber nope. So, letztes Mal Matcha in der Schule trinken. Ich werde diesen Becher danach einfach zu Hause benutzen. Ich muss sagen, ich bin aber gar nicht so sentimental, dass die Schule so vorbei ist oder dass ich halt nicht mehr hierher komme, weil ich brauche auch mal so ein bisschen Zeit, um so zu checken, dass es halt wirklich so ist. Ich war auch damals bei der Grundschul-Graduation die Einzige, die nicht geweint hat, also irgendwie bin ich da nicht so emotional bei, aber wir müssen jetzt hochgehen und ich komme das letzte Mal zu spät. Ich finde, am letzten Tag muss ich zu spät kommen, Leute, sonst passt das einfach nicht zu mir. Es ist 8:31 Uhr, Schule fängt an um 8:25 Uhr. Wenn man um 8:30 Uhr da ist, ist es auch schon okay, aber meistens bin ich um 6:30 Uhr da. Also das ist noch gut für mich heute. So, ich trete jetzt den langen Walk an. Wenn man übrigens so um 8:30 Uhr da ist, ist man um 8:40 Uhr oben. Weil der Walk hier ist echt lange über den ganzen Schulhof. Und dann muss ich noch die ganzen Treppen nach oben. Ich zeige euch das gleich mal. Guck mal, ich muss bis ganz da. Das wird lustig. Hallo. Das ist jetzt das letzte Mal Frühstückspause. Bisschen sentimental. Letztes Mal Frühstückspause. Schein ist echt genervt und gestresst. Aber ich esse jetzt meine Reiswaffel. Oh, letztes Mal Reiswaffel in der Schule. Das ist ein historischer Moment, der festgehalten werden muss. Wie kannst du davon satt werden? Das ist unglaublich. Ich habe noch was anderes zum Essen dabei. Und zwar mein Brötchen. Ich esse immer in der Schule das Gleiche. Shane beschwert sich immer, dass wir sehr nach Frischkäse riechen. Das ist mein... das ist mein Kölniger Frischkäsebrötchen. Ich mach's zu, Leute. Shane ist etwas gestresst gerade. Deswegen packen wir nicht das Kölniger Frischkäsebrötchen aus. Letztes Mal Klo besuchen. Wirklich? Bist du jemand wie... Oh mein Gott, ich habe das letzte Mal letztes Jahr geduscht. Das ist halt so nämlich unlustig, aber ich finde mich persönlich sehr lustig. Wir gehen jetzt auf Klo. Okay, zum letzten Mal. Leute, es kommt letztes Mal Lip Liner in der Schule. Er hat sogar überlebt das Schuljahr. Was? Shaya macht auch ihren Lippenstift drauf. Yay! Was kommt jetzt? Letztes Mal, sag mal. Letztes Mal Shaya nerven in der Schule. Es sieht echt so schlimm aus. Du siehst überhaupt nicht schlimm aus. Meine Haare sind heute so schlimm, weil ich hatte eine Wimper im Auge und dann musste ich so 10 Minuten lang versuchen, die rauszumachen. Letztes Mal Wimper in der Auge. Vor Abi-Bestattung. Leute, meint ihr, wir bestehen oder meint ihr, wir schaffen es nicht? Hallo, natürlich. Macht mal einen Daumen hoch, wenn ihr meint, wir bestehen, aber macht keinen Daumen runter, weil sonst ist es für mein Video leid. Ist auch Matcha dabei. Das setzt sich immer so komisch hier auf den Arm. In der Kokosmilch. Warte, gib mal deine Krone. Shayna noch ihre Krone vom Motto-Woche. Nee, die trage ich auch privat. Die trägt sie auch privat. So werde ich zur mündlichen Prüfung gehen. Als Statement. Was sage ich dann? Hallo, ich bin da für die mündliche Prüfung. Und wird toll. Ich finde es richtig blöd, dass ich Shayans Prüfung nicht angucken darf. Würde ich gerne mitnehmen. Leute, letztes Mal Klo-Selfie. Eigentlich darf ich auf Klo nicht filmen, wegen den Toiletten oder so. Ich weiß auch nicht, ob man gesagt hat, das darf man nicht. Aber es ist niemand anders hier. Letztes Mal, jetzt glaube ich, kann ich auch nicht mehr abgemahnt werden. Und das wird schon ein bisschen traurig sein. Das ist hier mein Lieblingsklo in der Schule gewesen. Und ich war wirklich so oft hier. Wenn es im Unterricht langweilig war, war ich hier in der Pause. Ein bisschen werde ich das Klo vermissen. Klo-Ausblick, guck mal. Hat man mehr Blick? Nee, nach da irgendwo ist mehr. Aber es sieht schon cool aus hier. Okay, ich muss zurück in den Unterricht. Bye bye Klo. Sag tschüss zum Klo.
Ich bin back vom letzten Schultag. Wir hatten nur bis 12 Uhr Schule. Die Haare haben mich so ganz überlebt, Leute. Ignoriert das Vogelnest auf meinem Kopf, aber ich muss sagen, dass es voll komisch war, dass gar nicht unsere ganze Klasse da war beim letzten Schultag. Ja, ich habe voll die anderen Leute vermisst. Deswegen, ich hoffe, ich sehe sie am Donnerstag noch, weil dann kriegen wir noch die Zeugnisse. Ich weiß halt nicht, ob es da jetzt auch irgendwie nochmal sowas Zeremonie gibt für unser Zeugnis oder so. Ich glaube, da sehen wir uns dann nochmal alle. Und dann geht's nach Barcelona für die mündlichen Prüfungen. Ich habe Angst. Ein bisschen traurig, dass der letzte Schultag vorbei ist, weil, also nicht so wegen der Schule, sondern einfach wegen den Leuten so, weil jetzt geht halt jeder weg und man sieht sich halt nicht mehr so oft. Auch so Cheyenne, sie geht nach Hamburg und irgendwie habe ich das Gefühl, dass alle halt so woanders hingehen und man sich halt nicht mehr so oft sieht. Und so hatte man halt immer so, ja, keine Ahnung, wenn man sich jetzt die Ferien nicht gesehen hat, wusste man immer, ja, ein paar Wochen sieht man sich wieder. Deswegen muss man sich erstmal dran gewöhnen. Und ja, jetzt mache ich noch schnell was fertig für meine Präsentation, die ich dann vortragen muss für mein mündliches Prüfungsfach. Und danach gehe ich erstmal raus, mich ein bisschen sonnen. Das brauche ich jetzt, ein bisschen Entspannung. Hier seht ihr nochmal meinen ersten und meinen letzten Schultag. Und ja, ihr könnt ja mal kommentieren, ob ihr traurig seid, dass die School Era jetzt zu Ende ist. Und das war's auch mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst gerne einen dicken Daumen nach oben da und abonniert auch sehr gerne meinen Kanal. Bye, bye!